Herzlich willkommen zum Codepreneurs Podcast, dem Podcast von und für Codepreneurs und für alle jungen Unternehmer auf dem Weg in ein eigenes Business. Mein Name ist Tabea Marx und gemeinsam mit dem Initiator des Podcasts, Roland Fassauer, führe ich durch dieses Gespräch mit unseren Gästen Markus Wenner und Alexander Kölpin. Schön, dass ihr da seid. Danke. Dankeschön. Roland, Thema unseres heutigen Gesprächs ist Finanzierung, ist das Geld. Warum hat das Relevanz für die Hörer, für die Startups? Ja, ich sehe ja sehr viele Startups bei der Code zum Beispiel, und es ist so, dass wenn ich Unternehmen gründe, dann habe ich auch Ausgaben, zum Beispiel für meine eigene Lebenshaltung oder auch für Marketing oder auch für die Produktion von der Software, und das Geld dafür muss ja irgendwo herkommen. In der Regel hat man das nicht selbst. Man kann es bekommen, indem man direkt profitabel ist oder indem man Finanzierung erhält. Ich habe in 6, 7 Unternehmen bei der Code investiert, aber ich kann natürlich nicht alles machen. Deswegen wäre es gut, wenn die Gründer wüssten, wie sie auch an Geld von anderen Investoren herankämen. Und deshalb machen wir diesen Podcast heute. Uns verbindet eins hier als Investoren, Neugier ist wichtig. Mein Vater ist über 92 geworden, der hat praktisch nie gewusst, was ich mache. Das konnte er gar nicht verstehen, dass ich so mit Leuten rede und mal Geld gebe und irgendwie investiere. Alle haben eine begrenzte Lebenszeit, die will ich auch auf eine angenehme Art und Weise verbringen. Und aufs Geld kommt es dann nicht so an. Ja, es geht mehr darum, dass es auch Spaß macht. Roland, im Codepreneurs Podcast laden wir ausgewählte Menschen ins Gespräch ein, die du kennst, die aus dem Netzwerk kommen und die du für spannend hältst. Erste Frage geht also an dich. Was macht Markus zu einem Business Angel und warum ist Alexander der perfekte Venture Capitalist? Ja, wir arbeiten sehr vertrauensvoll zusammen bereits. Markus und ich haben gemeinsame Investments, und es hat mich sehr beeindruckt, wie er dort geführt hat, wie er die Leute unterstützt hat und Coaching betrieben hat. Und das finde ich sehr gut, und deswegen finde ich toll, dass er heute hergekommen ist. Vielen Dank für die Einladung. Und beim Alex ist es so, dass er einen erfolgreichen VC führt, und die Venture Capitalisten sind dann die nächste Stufe nach uns Angels sozusagen. Die machen die Companies dann vielleicht wirklich irgendwann mal groß, und wir haben eine enge Partnerschaft von Angels und VCs, und ich habe sehr bewundert, wie Seed and Speed sozusagen mit seinen Beteiligungen umgeht, wie professionell es abläuft und wie hilfreich sie auch für die Startups und die Gründer sind. Dann fragen wir mal die anderen. Markus, du bist Managing Partner bei der GCI Management Consulting GmbH in München. Du hast mit Jura angefangen, hast sogar als Rechtsreferendar im Bayerischen Staatsministerium der Justiz gedient 4 Jahre, bist dann über Clifford Chance zur GCI Management Partner GmbH gekommen und seit 2008 bist du dort Partner. Du bist darüber hinaus Mitglied bei verschiedenen Aufsichtsräten, zum Beispiel, fand ich sehr interessant, bei der Traumhaus AG. Die Teleservice Holding und iFinU sind 2 weitere davon, und du bist auch in anderen Kontrollgremien in Österreich und in der Schweiz tätig. Dein Lebenslauf sieht total straight aus, ganz gerade und geradlinig, mit einem sehr vollen Kalender, wie es scheint. Und deswegen fand ich sehr interessant, in deinem Lebenslauf folgende Info zu finden: keine weiteren wesentlichen Tätigkeiten. Während ich mich gefragt habe, hast du überhaupt Zeit? Und wenn ja, was machst du dann? Gut, ich habe 4 Kinder, und da gibt's mal was zu tun. Das ist sowieso, das Hobby sind dann sozusagen die Familie und die Kinder. Aber an sich als Unternehmer, ich fühle mich inzwischen als Unternehmer, obwohl ich als Jurist sozusagen angefangen habe. Das Spannendste ist, mit anderen Unternehmern was zu bauen. Also eigentlich habe ich ein bisschen dieselbe Vision wie der Roland. Ich bin jetzt kein Ingenieur, ich komme eher aus der juristischen Seite, aber auch da sehe ich natürlich gerne, wenn Teams irgendwas schaffen, wenn sie irgendwas bauen, wenn ich da irgendwie teilhaben kann, ja, also mitfahren kann, mitreisen. Ich nenne es immer Reise. Unternehmerische Reise, gemeinsame unternehmerische Reise. Das ist eigentlich das, was ich anstrebe mit talentierten, ehrlichen und begabten Gründern. Wo immer ich die finde und wo immer die mich finden, da reden wir noch drüber, aber genau. Das ist eigentlich das, was ich tue. Deswegen habe ich eigentlich wahnsinnig viel Spaß allein mit dieser Tätigkeit. Und ansonsten habe ich meine Familie. Alexander, du bist Geschäftsführer von Seed and Speed Ventures seit 4 Jahren. Zuvor warst du 6 Jahre lang Partner beim Westec Ventures und zuvor Mitbegründer und Vorstand der German Startups Group in Berlin. Du hast mal bei Arthur Andersen in Frankfurt angefangen und sogar bei der Creative City Berlin habe ich ein Interview von dir gefunden. Und du bist außerdem noch Co-Founder des Unicorn, ein Coworking Space in Berlin. Und so bunt wie deine unternehmerischen Tätigkeiten ist deine Ausbildungschronik, die einen Master of Arts in European Studies beinhaltet, ein Magister der Soziologie und ein Diplom-Volkswirt, und zwar in Berlin, Krakau und Exeter. Also sehr breit, super interessant. Ich habe irgendwo gelesen, dass du darüber hinaus gern in die Natur gehst und Berlin verlässt und andere Städte und Regionen besser kennenzulernen.
Deshalb die Frage, wo man dich trifft. Wo bist du denn bei deinem letzten Ausflug hingefahren und was hast du dort kennengelernt? Ich habe Treffen am besten tatsächlich in Berlin oder anderen Städten, wo sehr viel Gründerinnen und Gründer zu finden sind tatsächlich. Und in Berlin ist es Berlin-Mitte, Leipzig, München, Hamburg. Da kann man mich tatsächlich treffen und man trifft sich dann auch tatsächlich auf der Straße öfter mal mit anderen Investoren, die man kennt oder Gründerinnen und Gründern. Aber du hast recht, ich glaube, unser aller Tag ist so voll, dass ich auch die Zeit, die man als Leerlauf eigentlich hat, nutze mit irgendwas, weil ich glaube, uns verbindet eins hier als Investoren, Neugier ist wichtig, sieht man auch in meinem Lebenslauf, der ist jetzt nicht karrieremäßig, schornsteinmäßig orientiert, sondern das hat mich alles aus Neugiergründen zu diesen Themen gebracht und diese Neugier, die hat man auch im täglichen Leben, also auch jede Minute wird dann gefüllt beim Autofahren oder U-Bahn fahren oder zu Fuß gehen, noch mit einem Podcast hören, so wie wir heute hier zusammensitzen. Das ist auch gut, aber ich glaube, um gute Entscheidungen zu treffen und strategisch zu arbeiten, braucht man auch manchmal Ruhe und da fahre ich dann tatsächlich raus mit Freunden und bin sehr viel im Berliner Umland, Mecklenburg. Manchmal geht's ja, Berlin ist ja fast in Polen. Manchmal kann man auch dahin fahren. Also da muss ich sagen, das genieße ich sehr, da mal einen Tag auch im Wald zu sein und auch irgendwo zu sein, wo keine weiteren Leute sind, außer vielleicht 1, 2, 3 Freunden, mit denen man dann nochmal spricht und Zeit verbringt. Ja, schön. Also wir treffen dich im Wald. Ja. Zum Beispiel im Wald. 3 Lebensläufe, 3 Schwerpunkte, total verschieden. Jetzt habe ich mich gefragt, gibt es den Business Angel oder den Venture Kapitalist? Gibt es Gemeinsamkeiten und Unterschiede? Also es gibt natürlich nicht, wir sind alle komplett verschiedene Persönlichkeiten. Es gibt überhaupt nicht eine Blaupause für den typischen Angel, auch nicht den typischen VC. Wir sind alle Menschen mit verschiedenen Biografien. Was uns vielleicht eint, ist sowas wie ein Unternehmergehen sozusagen, dass man gerne was entstehen lassen möchte, dass man gerade anderen helfen möchte, was da entstehen zu lassen. Das ist vielleicht eine Gemeinsamkeit. Aber darüber hinaus ist gerade die Stärke, dass die Persönlichkeiten und die Hintergründe sehr verschieden sind und jede Menge unterschiedliches Know-how einbringen können. Also vielleicht eine Sache, die aus meiner Sicht uns alle eint, Angel und VCs, ist das, was ich vorhin sagte, die Neugier. Wenn man nicht einen hohen Teil seiner Zeit, und damit meine ich jetzt nicht Arbeitszeit, sondern überhaupt seine Lebenszeit verbringt, damit zu lernen und wie neugierig zu sein auf neue Technologien, Modelle, auch auf Menschen, wäre man als Angel oder als VC falsch am Platz. Und ich glaube, man muss Neugier haben und die hat man einfach das ganze Leben. Das heißt, als Start-up suche ich neugierige Menschen. Ja, und ich muss also auch, wenn ich einen Angel oder einen VC ansprechen will, auf dieses Neugier-Thema eingehen. Also das muss auch was Neues zeigen können und zeigen können, warum das spannend ist und warum der Angel oder der VC noch nicht dran gedacht hat. Würde ich genauso sehen und würde ich wirklich unterstreichen. Und ich glaube auch, es ist am Ende so, dass wir von unserer Seite ja auch irgendwie auf der Suche nach dem, ich habe es vorhin ja Reise genannt, ja nach dem perfekten Reisebegleiter sind, also dem Start-up-Unternehmer, dem wir zutrauen, dass er sozusagen seine Idee, die er uns präsentiert, die uns überzeugen muss, dass er die auch wirklich exekutieren kann. Das ist ja die noch viel wichtigere Thematik. Das eine ist die Idee, das andere ist die Exekution. Trauen wir ihm das zu und hat er die DNA dafür? Und da, glaube ich, ist ganz viel Erfahrung wichtig. Je älter man wird, glaube ich, umso besser kann man den Job machen, wenn man schon viele Menschen kennengelernt hat und einfach ein Bild hat, also man hat eine Vorstellung, nach was man sucht. Und eigentlich muss das Startup, dem muss es gelingen, uns zu überzeugen, dass er das schafft. Ja, sind wir schon im Matching-Thema. Wir sprechen einerseits über Finanzierung, aber eigentlich spreche ich mit euch darüber, wie man matcht. Und da geht es natürlich einerseits darum, dass ihr jemand findet, der zu euch passt, aber natürlich das Startup auch jemand findet, der zu denen passt. Es gibt verschiedene sogenannte Business Angel oder Netzwerke. Seid ihr Mitglieder solcher Netzwerke und wie wird man da Mitglied? Welche gibt es da überhaupt? Also ich bin da in keinem Netzwerk. Ich mache das jetzt schon 20 Jahre. Also das Netzwerk sind meine Mitunternehmer sozusagen, meine Bekannten und Freunde. Also die Leute finden mich irgendwie, aber ich bin jetzt in keinem organisierten Netzwerk. Kann dazu auch wenig sagen, ob das gut funktioniert. Aber ich würde dem Startup immer den Ratschlag geben, alles das sind ja Plattformen, wo man Menschen trifft, die potenziell sowas machen können. Deswegen ist es sicherlich nicht falsch, dorthin zu gehen. Ich persönlich arbeite da anders, deswegen jeder ist anders. Vielleicht, weil ich auch schon ein bisschen älter bin und das schon länger mache. Aber ich glaube, das ist nicht schlecht, dahin zu gehen. Grundsätzlich trifft man da ja auch Menschen, die sowas tun, wie wir. Ich würde das unterstreichen sozusagen. Ich bin auch nicht in einem organisierten Netzwerk, aber natürlich hatte mir im Laufe der Zeit einfach
Partner gefunden, mit dem man regelmäßig zusammen investiert, aber da brauche ich keine Formalie dazu sozusagen, sondern man kennt sich, man ruft sich an und dann macht man was zusammen. Muss man vielleicht nochmal sagen, wir uns drei investorenseitig hier eint ja natürlich auch eine Sache, also zumindest zwei haben graue Haare von uns ein bisschen und wir machen das schon ein bisschen länger, du hast noch Glück. Da macht man das schon ein bisschen länger und ich bin auch nicht Mitglied eines Netzwerks und habe das hat man sich über Jahre aufgebaut, aber wenn wir jetzt mal daran denken, dass junge Männer und Frauen das hören, die irgendwie Codepreneur sind oder sein wollen oder Investorin oder Investor werden wollen und wir als ersten Business Angel, da macht es auch schon Sinn, da kann man sich dem Business Angel Verband, dem Lokalen anschließen oder auch dem Startup-Verband, Bundesstartup-Verband, da halte ich auch den Kontakt und da sind wir auch Mitglied als Firma und also da gerade zu Beginn sich das Netzwerk aufzubauen, glaube ich, ist es gut, solche Netzwerke zu haben und irgendwann dann muss es das Persönliche sein, weil deswegen sind ja wir beide auch sehr dankbar, hier eingeladen zu sein von euch, weil das ist ein persönliches Netzwerk. Man kennt sich und sagt, mit dem mache ich vielleicht noch ein bisschen mehr. Vielleicht nochmal ein Zusatz von mir, auch für Angels, die neu anfangen, wäre es vielleicht auch ganz gut, sich so einer formaleren Gruppe erstmal anzuschließen, weil denen fehlen ja diese Kontakte, die wir schon haben. Du hast eben schon angesprochen, Markus, wie du arbeitest. Du bist nämlich nicht bei LinkedIn. Wo matche ich dich denn jetzt nun? Oder findest du mich oder wie? Also wie wird das? Wie machst du das? Ich habe das LinkedIn komplett verpasst, muss ich sagen. Also jetzt bin ich so lange draußen, dass ich mich gar nicht mehr traue reinzugehen. Also das muss man ja vielleicht auch sagen. Das ist so eine Sache. Ich habe es verpasst, ich gebe es zu. Alle sagen mir jetzt, das ist eine neue heiße Scheiße, da muss man drin sein und so. Ich bin nur auf Insta, weil da meine Kinder sind, dass ich so ein bisschen schauen kann, was die machen. Ja. Aber die haben auch alle verschiedene Profile, die ich natürlich nicht kenne, im Zweifel. Ja. Habe ich auch gelernt. Ja. Aber ansonsten, also wie gesagt, ich finde bei mich meistens ist es so, was bei mir wirklich erstaunlich ist, mir werden diese Gründer zugetragen. Ich glaube, wenn man das lange macht, wenn man es ehrlich und gut macht, das heißt gut auch, die Gründer, die Mitunternehmer halten einen in guter Erinnerung. Mit mir möchte man gern was machen. Also wenn es so ist, dass jemand sagt, mit dem mache ich gerne was, dann brauchst du dich nicht darum zu kümmern, dass Leute zu dir kommen. Die finden dich, weil du wirst einfach empfohlen. Also ich bekomme bestimmt einmal in der Woche einen Anruf, wo mir jemand sagt, da ist jemand, den würde ich dir gerne vorstellen, der hat eine Idee, willst du den mal anhören? Und ich bin einfach offen und das mache ich, das ist Teil meines Berufs. Ich werde dafür ja nicht bezahlt, sozusagen. Ich höre mir wirklich fast alles an. Ich treffe fast jeden, der bei mir vorsprechen möchte, mir seine Idee präsentieren möchte. Ich bin da mir zu nichts zu schade. Hör's mir wirklich an, weil ich auch einfach bei jedem Gespräch ja wieder was lerne. Ich lerne Geschäftsmodelle kennen. Wir steigen ja in so einer Diskussion auch immer sehr tief in diverse Geschäftsmodelle ein. Jemand präsentiert seine Idee, der hat sich da ganz lange mit beschäftigt im besten Fall und präsentiert mir in 2 Stunden oder 1,5 Stunden ganz intensiv dieses Geschäftsmodell. Da lerne ich auch viel bei, ja. Also ich höre mir das an und dann spüre ich natürlich schon relativ schnell, passen wir zusammen. Und dann beginnt sozusagen dieser Annäherungsprozess, ja, den ich gerne auch nochmal separat beschreiben will, weil das ist nochmal eine ganz eigene Geschichte, aber so ist es. Also ich brauche die Leute kommen zu mir und ich glaube, das ist auch ganz wesentlich über Empfehlungsmarketing, würde ich sagen. Das wollte ich gerade sagen. Ja, sind das dann Empfehlungen aus deinem Netzwerk? Ist das dann zum Beispiel Roland, der dich anruft und sagt, du, ich habe hier was, das würde zu dir passen und dann würdest du es dir letztlich ja auch für ihn anschauen, ne? Weil er sagt, du, ich empfehle dir das und weil ihr euch kennt, oder? Und weil wir auch untereinander natürlich eine gewisse Vertrauensleihe haben. Wenn was vom Roland kommt, dann weiß ich, das hat eine Vorprüfung überstanden, dass wenn der Roland das schon macht, dann ist da schon was dran und genauso sieht das wenn von mir was kommt. Also wir wissen natürlich gegenseitig, wie wir uns einzuschätzen haben. Da hat man schon die erste Hürde genommen und natürlich ist es für mich auch, ich schicke natürlich mit Software ganz gerne jemand zum Roland, weil ich weiß, der Roland ist Software, das ist einfach sein Ding, das kann er beurteilen, das kann ich nicht so gut beurteilen, ja. Da hole ich mir auch seine Meinung und am Ende kann es auch sein, dass wir dann zusammen in so einen Fall investieren, ja, weil wir uns gemeinsam angeschaut haben, aber genau so läuft das, ja. Aber es kommt auch außerhalb des Business Angel Netzwerk von Leuten, die mich so kennen oder die das wissen oder eben auch von Gründern, mit denen ich schon was gemacht habe. Letztens ist jemand, der hat mir seinen Cousin geschickt. Ja, der hat gesagt, da ist ein Cousin von mir, der wird gerne eine Firma übernehmen, kannst du ihm dabei helfen? Es war ein Management Buy-in. Ich mache nicht nur Startups, ich mache auch andere Dinge. Management Buy-in, Turnarounds machen wir auch. Also wir sind ein bisschen breiter aufgestellt, aber dem haben wir auch geholfen, sozusagen eine Firma zu übernehmen. Eine kleine Firma, die er übernehmen wollte. Ne, das, was wir lernen können, ist, dass die Hemmschwellen gar nicht so hoch sind. Alexander, ich glaube, bei dir auf der Webseite kann man auch Pitch Deck hochladen.
Machen das die Menschen? Das machen die auch und das lesen wir auch. Also unser Ziel, mein persönliches und auch von unserem ganzen Team von Seed & Speed ist wirklich auch jede E-Mail dazu beantworten, weil das sind wir, glaube ich, den Gründern und Gründern schuldig. Aber das ist allerdings so, wenn man sich anguckt, wir machen vielleicht so, sagen wir mal, 6 bis 10, sagen wir mal so 8, 9 Investments im Jahr, also neue Investments, wo wir neue Firmen investieren. Und dann, wenn man sich dann anguckt, wo kommen die dann her, dann ist es schon so, dass so ein virtueller Filter, wie wir kennen uns und die wissen dann beide schon, also Roland weiß es schon und Markus weiß es ab jetzt, was wir suchen, wo wir investieren, dann ist die Chance halt sehr hoch, dass das passt und das heißt also, wenn es Gründerinnen und Gründer gibt, die das wollen, dann ist es sehr gut, das irgendwie durch persönlichen Kontakt zu machen oder durch den Cousin ist ein Beispiel, aber durch einen anderen Gründer bei uns im Portfolio, den man vielleicht kennt. Und das heißt aber nicht, und das will ich vielleicht auch noch mal sagen, das heißt nicht, dass man so nur über solche Beziehungen dort reinkommen kann. Das stimmt nicht. Aber das ist natürlich schon mal ein gutes Zeichen, wenn man dann Leute kennt in dem Bereich und sich vernetzt hat. Also ich kann trotzdem jedem Gründer und jeder Gründerin raten, auf die Pitch-Events zu gehen, dort zu pitchen. Man wird selber besser in der Darstellung dessen, was man macht und dann im Gespräch mit dem Investor, Angel oder VC, egal, kann man das besser rüberbringen und man wird auch gesehen und die VCs besuchen das auch, man schaut sich das an. Also man kann über die Webseite gehen, aber der Königsweg ist sicherlich, wenn man das hinbekommt über einen anderen, über einen Angel, über einen Investor, über einen Gründer. Wenn du jetzt aber so ein Deck siehst, was findest oder was triggert dich da positiv, dass du sagst, oh, das finde ich interessant, was ist heiß? Also das ist, der Funnel ist da ganz breit, also was da ankommt. So als VC können wir nicht mit jedem sprechen, weil wir haben dann natürlich eine Webseite, anders als Markus das hat und auch LinkedIn und benutzen wir natürlich aktiv. Das heißt, da können wir 1000, 2000, 3000 irgendwie Businesspläne im Jahr, die kannst du nicht mit allen reden. Es ist aber auch so, dass sich viele Gründerinnen und Gründer leider nicht die Mühe machen zu gucken, wen spreche ich da an. Und man kann mal auf die Webseite gucken oder LinkedIn und sagen, was machen die denn? Also wir bei Seed & Speed machen B2B-Software, Unternehmen aus dem Deutschland, Österreich, Schweiz, Dachraum. Also wenn jetzt ein litauisches Food-Startup kommt, dann ist das nicht das Richtige für uns. Das heißt also, man kann schon vorher gucken und es ist aber so, wenn ich dann schaue, das, was dann übrig bleibt von denen, die zu uns passen, wenn ich sehe, dass die Person, die das gemacht hat, sich Gedanken gemacht hat, was muss ich rübervermitteln? Also im Prinzip ist es ja ein Verkaufsvorgang. Ich verkaufe 10% meines Unternehmens für 1 Million oder was auch immer. Und ich als Investor, mich triggert das dann positiv, wenn ich sehe, dass es durchdacht. Die Person hat daran gedacht, in der E-Mail irgendwie einen Abspann zu haben, wie sie denn heißen, wie die Telefonnummer ist, welche ich anrufen will und wie viel Geld sie suchen. Dann ist irgendwie schon mal so, dann hat man das Gefühl, diese Person kann auch genauso gut ihr Produkt, ihre Software verkaufen an ein anderes Unternehmen, wie sie auch an mich diesen Unternehmensanteil verkaufen will. Und das ist für mich schon mal so ein Zeichen, wow, die können nicht nur wahrscheinlich den Pitch an den Investor machen, sondern die können auch das Verkaufen an ihre Kunden und das schaue ich mir näher an. Roland, du hattest mal in einem Vorgespräch zu mir gesagt, es hat was mit Persönlichkeiten zu tun. Und welche Startups würdest du denn sagen, passen am besten zu dir? Also ich möchte vielleicht nochmal betonen, es geht ja immer ganz stark um Vertrauen sozusagen. Man bricht gemeinsam seine Reise auf, die sich wahrscheinlich über viele Jahre hinziehen wird. Also der Erfolg tritt fast nie über Nacht ein. Und man ist immer der Investor ist mit dem Gründer auf sehr lange Zeit verbunden. Das heißt, es muss eine vertrauensvolle Zusammenarbeit geben. Und dabei hilft es, mehr Informationen zu haben. Also wenn ich an der Code zum Beispiel Studenten schon längere Zeit gesehen habe, die gründen was, haben die natürlich eine viel bessere Chance, dass ich da investiere, als wenn jemand mir ein Pitch-Deck einfach so zusendet. Ja, Vertrauen ist ein ganz wichtiger Punkt. Und ähnlich auch, wenn die Leute mir nicht sympathisch sind, dann würde ich da auch rein nicht investieren, wenn ich das Geschäftsmodell gut finde, weil es eine so lange Zusammenarbeit ist. Wir alle haben nur begrenzte Lebenszeiten, die will ich auch auf eine angenehme Art und Weise verbringen und nicht mit was ich zwangsweise mache. Aufs Geld kommt es dann nicht so an. Ja, es geht mehr darum, dass es auch Spaß macht. Und was macht dir Spaß? Welche Menschen machen dir Spaß? Menschen, die coachable sind, denen man auch helfen kann. Also nicht jedem Gründer kann ich einfach helfen, weil der mir einfach gar nicht zuhört. Und dann brauche ich da eigentlich nicht zu investieren, wenn das so ist. Also das ist ein wichtiger Aspekt. Auch Leute, die nicht kommunizieren, sind ein Problem. Wenn ich mein Geld irgendwo reingesteckt habe und nach 9 Monaten kommt der Anruf, das ist alle, ist es halt keine Kommunikation, mit der ich gerne lebe. Also. Stimmt, das ist schlecht. Ja. Also wir lernen, Kommunikation ist schon mal gut. Wir lernen auch das eigentlich, was ihr ja bietet, nämlich auch die Beratung, die wirkliche Unterstützung auch eures Know-hows, nicht nur der Finanzierung, das ist ja ganz klar, und dass man dafür offen ist.
Ich finde es auch ein bisschen andersherum, sich auch zu trauen, letztlich zu sagen, du hilf mir mal oder so, ne? Und nicht mit einer ganz fertigen Idee zu kommen. Also es könnte auch eine Hemmschwelle sein. Und auch deshalb machen wir heute das Gespräch, um klarzumachen, dass ihr ansprechbar seid. Kommen wir mal zum Pitch. Meistens ist das ja eine Veranstaltung. Alexander, du hast das vorhin schon erwähnt, dass es die Veranstaltungen gibt und ihr auch ratet, dass die Menschen daran teilnehmen, weil man vieles über sich selbst auch lernen kann. Gibt es da welche oder könnt ihr insgesamt welche empfehlen? Gibt es bestimmte Formate, die besonders erfolgreich sind? Ich würde überall hingehen, wo ich was lernen kann. Also wo ich ein Feedback darauf bekomme, wie mein Pitch angekommen ist. Wenn das eine Blackbox ist, wo ich nie höre, warum was nicht investiert wurde zum Beispiel, dann ist das eher ungünstig. Deswegen würde ich auch Präsenzveranstaltungen bevorzugen, wo man mit Leuten danach ins Gespräch kommen kann, hey, wie hast du das gefunden? Und eben Feedback einsammeln kann. Weil das ist das wesentliche Benefit in meinen Augen von so einem Pitch, auch wenn man den nicht gewinnen sollte. Das heißt, man muss sich, das weiß ich zum Beispiel gar nicht, man muss sich quasi auch bewerben, ja, zu so einem Pitch eingeladen zu werden, mit wieder so einem Deck quasi. Es gibt ganz unterschiedliche Formate, also es gibt auch Open-Mic-Sachen, wo ich einfach so antreten kann. Also es ist alles möglich, ich muss es nur finden und suchen. Also das gibt's alles. Gibt es so eine, die ihr kennt, die ihr empfehlen könnt, wollt? Also wenn du jetzt in AI-Startup wärst, da hätte ich zum Beispiel das empfohlen, wo ich am Montag gerade in der Jury war. Das war der Kiez Pitch Day, da geht es um AI-Startups. Das war sehr interessant und da konnte man sich auch als Startup viel lernen. Wie viele Leute haben da teilgenommen? Oder? Es waren 11 Startups, die da gepitcht haben. Alexander, Markus, kennt ihr noch Formate? Also ich mache das, ich kenne diese Formate, ich mache es, wie gesagt, ganz anders. Also die Menschen mit ihren Ideen, die zu mir kommen, besuchen mich und präsentieren die Idee bei mir im Konferenzraum. Dann ganz konkret ganz normal euch. mit meinen Kollegen. Manchmal sind wir da zu zweit, zu dritt. Manchmal mache ich es auch alleine. Es gibt eine erste, zweite Runde. Ich denke, das Schwierigste für uns ist, für die Investoren ist, also meine Erfahrung, am Ende muss man ja in einer relativ kurzen Zeit rausfinden, passt der zu mir. Ja? Und das ist einmal die Idee, die muss man irgendwie verstehen, nachvollziehen können und die muss irgendwie auch plausibel sein. Aber da ist ja oft so, da werden Businesspläne gezeigt und so. Ich persönlich kenne praktisch keinen Businessplan, der wirklich eingetreten ist. Ja, das weiß man. Also das ist eine Idee und dann kommt es aber ganz stark darauf an, ist der da sitzt, traue ich dem eigentlich zu, dass der diese Idee an den Start bringt und im Zweifel auch so mutiert über die Zeit, dass aus einer vielleicht nicht so guten Idee am Ende doch eine gute Idee wird, weil er als Startup immer wieder gesagt hat, ich muss hier nachjustieren. Das ist eigentlich das, was ich da erkennen muss in dieser kurzen Zeit. Und deswegen nehme ich mir Zeit für längere Gespräche und auch gerne mal zweimal, dreimal und dann kriegt man mit der Zeit auch schon so das Gefühl, ob die zu einem passen, ob die es auch wirklich drauf haben, ob die es wirklich umsetzen können. Also ich weiß, dass es diese Formate mit diesen großen, wo auch der Roland in der Jury sitzt, mit diesen großen Pitch-Veranstaltungen, ich glaube, die sind gut zum Lernen. Auch solche Wettbewerbe, gibt es auch regionale Wettbewerbe, wo Gründer sich vorstellen können, präsentieren können. Ich finde, das ist, glaube ich, super toll zum Lernen, auch da Feedback zu kriegen. Ich persönlich für meinen Auswahlprozess, ja, das brauche ich alles nicht, sondern ich bin wirklich im One-to-One mit dem Team, mit meinen Leuten oder selbst auch alleine und versucht es rauszufinden für mich und auch für ihn. Und aber da hat natürlich jeder seinen Stil, ja. Das ist, was mir hilft. Weil am Ende geht es, glaube ich, für uns alle darum, setzen wir auf die richtigen Köpfe, auf das richtige Team, passen die auch als Team zusammen, ergänzen die sich, Stärken und Schwächen und passen wir auch zu denen. Und passen die zu uns? Und das ist die wichtigste Frage. Das ist die wichtigste Frage. Gibt es das, was du sagen kannst, was das ausmacht? Kannst du das benennen? So, oder ist es so ein Gefühl, wo man dann am Ende. Und ich denke mir manchmal, ich sag mal so, wenn mich einer fragt, was mache ich? Du hast ja gerade den Roland gefragt, wenn wir sagen sollen, was wir machen, ist ganz schwer. Mein Vater ist über 92 geworden, der hat praktisch nie gewusst, was ich mache. Das konnte er gar nicht verstehen, dass ich so mit Leuten rede und mal Geld gebe und irgendwie investiere. Es war für den, der ist Architekt gewesen, der war ganz straight, das konnte er gar nicht nachvollziehen. Also worauf es ja bei uns eigentlich ankommt, ist, dass wir die richtigen Leute finden und das ist am Ende wirklich, ich denke mir, ich bin heute ich habe so etwa 40 Beteiligungen grundsätzlich, wo ich drin bin und die GC hat vielleicht so 70 Firmen, an denen sie insgesamt beteiligt ist. Man kennt ja über 20 Jahre wie so ein Lehrer in der Klasse, ja. Wo sind die Top-Performer? Wer hat es wirklich wahnsinnig gut gemacht? Wer hat sich immer wahnsinnig viel Mühe gegeben und ist leider nichts geworden und so? Also du kriegst ja ein Gespür für diese Talente oder auch Nicht-Talente. Und eigentlich bist du auf der Suche nach den Leuten, die es besonders gut schaffen, weil sie die menschlichen Fähigkeiten haben, die fachlichen Fähigkeiten. Ich denke auch Ehrlichkeit ist da ganz wichtig, ja. Also ehrlich, fleißig und vor allen Dingen begabt, ja.
Und die suchst du, aber das kann man in 2 Gesprächen nicht rausfinden. Ja, das ist das muss man irgendwie, das ist unser großes Challenge, das eigentlich, und manchmal ist es ehrlich gesagt auch Glück, dass man die findet und die einen finden. Und da kann man dann glücklich sein, wenn man mit denen reisen darf. Das sage ich immer, wenn man hinten drauf sitzt auf dem Waggon und fährt einfach mit. Das ist natürlich, macht auch viel Spaß. Ja. Aber es ist auch nicht wirklich planbar. Es ist auch ein bisschen Bauchgefühl und Zufall, muss man ehrlich sagen, dass die richtigen Leute da matchen. Hast du so eine Story für uns, wo du vielleicht am Anfang Zweifel hattest und nicht ganz sicher warst und vielleicht dann Erfolg hattest, also oder auch andersherum, wo du es bedauerst? Die erzähle ich gerne. Ich habe in ein Business-Frauen-Netzwerk investiert von einer wahnsinnig begabten Gründerin. Am Anfang habe ich da nicht dran geglaubt, dass es sowas geht wie ein Business-Frauen-Netzwerk. Das hätte ich mir nicht vorstellen können. Und die waren bei mir 2-mal, 3-mal, kam über einen Freund von mir, mit dem ich auch eine Beteiligung habe, dessen Tochter und ihre Freundin. Und die waren plötzlich bei mir und dann waren meine jungen Kollegen mit dabei und die haben gesagt, das musst du unbedingt machen. Und das ist ein Business, ein Frauennetzwerk zum Empowerment von Businessfrauen. Nushu heißt das, Team Nushu. Mhm. Und die machen einen tollen Job, hätte ich nie dran gedacht. Und die ist ökonomisch sehr erfolgreich. Die hat eine App gebaut. Die Mädels da sind, glaube ich, 3.000, 4.000 zahlende Mitglieder jetzt inzwischen, ja. Hätte ich nie gedacht, dass sowas funktioniert. Ja, sage ich heute ganz offen, das habe ich total falsch eingeschätzt. Ich habe es dann gemacht, weil ich gesagt habe, man muss ja auch mal ein Social Impact Investment machen. Und ich habe selbst 3 Töchter und ich muss mal verdammt nochmal, jetzt mach doch mal was. Die Jungen haben auch gesagt, das machen wir jetzt. Ich hätte nicht gedacht, dass es funktioniert. Und das ist so ein Fall, da hat aber die Unternehmerin, die das macht, das habe ich auch nicht sofort erkannt, die ist wirklich eine brutal gute Unternehmerin. Die Melanie heißt sie. Das ist eine super schöne Geschichte. Ja. Habt ihr solche Erfahrungen gemacht? Also eigentlich würde ich fast sagen, ich will nicht sagen täglich, aber andauernd. Es gibt ja so, insbesondere als Angel ist das noch was anderes, aber als VC ist es ja so, dass wir ein bisschen später investieren, wenn schon ein bisschen etwas da ist. Und zum Beispiel so ein sogenanntes Minimal Viable Product, was ein bisschen so anfassbar ist, schon die ersten User oder Kunden gehabt. Mhm. Und trotzdem muss man immer mit einer positiven Neugier aufmachen. Erstmal ist dieses Modell interessant, ist dieser Markt interessant, kann diese Service. Und dann kommt das, was der Markus gerade sagte, für mich, dann kann ich mit den Gründerinnen und Gründern sprechen, um rauszufinden, ob das die richtigen Personen sind. Das ist für uns als VC aber immer so eine zweite Stufe oftmals, weil wir oftmals nur das Deck vor uns haben, das Pitch-Deck, also die Informationen, was machen wir, warum und wie. Das ist erstmal die Grundlage und das andere, das zweite. Und da ist es dann tatsächlich so, ist das immer die Balance zwischen also sogenannten thesengetriebenen Investieren, also man guckt sich bestimmte Märkte an, die man vielleicht in den nächsten 1-2 Jahren als interessant findet. Ich glaube, das ist wichtig, so ein bisschen das für sich zu formulieren. Gleichzeitig bin ich persönlich der festen Überzeugung, dass Gründerinnen und Gründer nicht umsonst Gründerinnen und Gründer sind, die halt genau wissen, welches Problem sie aus welchen Gründen gerade machen wollen. Das heißt, da bin ich speziell für eine Offenheit und wir schauen uns da zum Beispiel schon Märkte an. Wir haben jetzt einiges im Bereich Supply Chain gemacht, haben uns Cyber Security angeschaut und noch anderes. Trotzdem sind wir in diesen Verticals relativ offen gegenüber und schauen, was da möglich ist. Weil ich auch gar nicht weiß, ob ein Unternehmen, das eine Software baut wo Finanzierung und PropTech zum Beispiel zusammenkommen, ob die sich jetzt selber einordnen als Real Estate-Unternehmen, als PropTech-Unternehmen oder als Fintech-Unternehmen. Das heißt, da versuchen wir relativ offen zu sein als Fonds. Dieses Minimum Viable Product ist ja einfach mehr auch als eine Idee. Ab wann würdest du, oder gibt es da klare Definitionen? Was ist das? Und ab wann würdest du es so definieren und einstufen? Und was muss ich denn im Vorfeld dafür tun als Startup? Das ist ja vielleicht, da sind wir ja als VC eine Stufe später. Also wenn wir als Seed and Speed Ventures investieren, dann ist das so in der Pre-Seed und Seed-Phase. Und wie definiere ich die? Ja, gute Frage. Für uns haben wir das so definiert, dass es das minimale Produkt, das minimal da sein muss, damit ein Kunde damit etwas machen kann. So würde ich es mal definieren. Und das heißt für mich, wenn wir investieren, haben wir mehr als die Angel oftmals, die vielleicht nur ein Deck haben und ein gutes Gespräch. Wir haben dann schon ein Produkt da, dass das Startup hat dann auch idealerweise schon die ersten User, sodass wir entweder die User interviewen können, warum nutzt ihr das, wie oft nutzt ihr das, was haltet ihr davon, oder so User, die zahlen, die will ich den Kunden nennen, die ersten Umsätze, also vielleicht auch nur 1.000 € im Monat oder 2.000,
aber du weißt, irgendjemand findet das Produkt so interessant, dass er zahlt. Das heißt nicht, dass die Kunden zufrieden sind schon völlig, aber da ist schon was da. Und das andere wird dann weiterentwickelt. Das ist ja auch unsere Existenzberechtigung, dann Geld reinzugeben, damit Entwicklerinnen und Entwickler angestellt werden können und das weitergeht. Also wir als VC, und ich glaube, das gilt für die meisten, dass wir jetzt Pre-Revenue investieren, passiert manchmal, also nur mit einem Produkt. Ist aber relativ, also ist der Minderfall, auch nicht Pre-Seed und Speed, sondern Seed und Speed. Insofern machen wir die Seed-Phase und das ist dann für mich dann tatsächlich schon so, da gibt es Umsätze, da gibt es noch Verbesserungen und Pivots und so weiter, aber man ist dann schon ein Stückchen weiter. Das ist dann die Phase, die für uns interessant ist. Ja. Vielleicht auch eine Abgrenzung gegenüber Angels. Also ich bin ganz klar Pre-Seed. Ich mache also kleine Tickets auch auf eine Idee hin sozusagen. Und dort muss ich sagen, die Sachen, die ambitionierter sind, haben für mich immer besser performt als die Sachen, wo man gedacht hat, es wird schon funktionieren, so Durchschnittsprojekte. Also die riskanteren Sachen laufen besser als die Durchschnittssachen, das kann man vielleicht sagen. Also, Die so ein bisschen ausscheren die man gerade so noch gemacht hat. Weil eigentlich hätte ich da nicht investiert nach dem Motto, ich habe es noch gerade so gemacht und dann lief es besser als alles andere. Also so dieser Risikowahrnehmungssache ist da auch eine andere offensichtlich. Also. Da sind wir natürlich, der Roland und ich haben natürlich ein bisschen mehr Freiheiten jetzt als der Alexander in dem Bereich. Also ich glaube auch, dass ich zum Beispiel, also erstens ist es eine interessante Erfahrung, die du da mal gemacht hast, Roland, weil so habe ich es noch gar nicht gesehen. Da müsste ich mal bei mir abklopfen, ob das auch bei mir matcht, die Erfahrung. Aber was ich glaube, was wir eben auch machen können, wenn ich da vor mir jemanden sitzen habe, von dem ich als Person überzeugt bin und die Idee überzeugt mich nicht so, dann mache ich es vielleicht trotzdem, weil ich, wie gesagt, glaube, dass jemand von dem ich überzeugt bin, dass der schafft, auch so die Idee zu mutieren. Ich mache auch, das aber auch wieder, jeder macht ja seinen Style, ja. Ich mache auch Geschäftsmodelle, wo ich sage, es muss keine Rakete werden. Ja, ich mache auch normale Geschäftsmodelle. Ich bin sehr dividendenorientiert sozusagen. Ich lebe von Dividenden. Am Ende sage ich, die unternehmerische Tätigkeit ist Wertsteigerung, ist Eigenkapital. Und wenn ich Eigenkapital schaffe in der Firma, dann kann ich mal die Dividende auszahlen. Ja, ich denke da ganz, ganz klassisch. Das ist so das Ende der Reise. Ich habe viele Beteiligungen, die uns Dividenden zahlen. Das ist ganz normal in meiner Welt. Deswegen mache ich auch Modelle, wo ich sage, die müssen jetzt nicht Hunderte von Millionen wert werden. Wenn die Leute nett sind, wenn ich an die glaube, dann können die auch Geschäftsmodelle machen, die ordentlich profitabel werden können, auch vielleicht gar nicht so groß. Die Freiheit nehme ich mir. Das kann natürlich jetzt vielleicht der ein oder andere Venture-Fonds nicht machen, weil ein anderes, aber Roland und ich als Angel, wir können uns diese Freiheit nehmen und können sagen, ich mache das einfach mal. Weil ich auch mit dem Menschen gern mal zusammen, weil ich an den glaube und sage, der könnte es schaffen. Und da kommt schon manchmal, wie gesagt, auch was raus, wo man, wenn man da richtig liegt, da wundert man sich manchmal, wie weit die auch kommen. Wobei ich natürlich auch vorher gar nicht genau weiß, wohin es dann geht, aber ich glaube einfach, dass die das schaffen. Ist ein bisschen unkonventionell, aber ich glaube, mir hat das geholfen. Kann ich nur so unterstreichen sozusagen. Ich habe es gerade wieder einen Fall, da habe ich ein paar Studenten begleitet durch verschiedene Projekte, dann haben die angeschrieben, ob ich ein Ticket mache bei ihrem nächsten Projekt. Ich habe das direkt gemacht, haben sich gewundert, warum es so schnell ging, aber ich kannte die eben schon, war Vertrauen eben schon vorhanden und ein Jahr später haben die dann bei 50 Millionen, 18 Millionen Runde gemacht sozusagen. Also da war ich vielleicht der erste Investor, das kann schon sein, aber ich konnte es nur machen, weil ich die eben schon kannte. Sonst hätte ich nie auf einer Slack-Nachricht hin einfach mal Geld investiert. Ja. Genau. Das gilt auch für ein VC tatsächlich, dass die Gründerinnen und Gründer das Entscheidende sind und dass natürlich so ein Businessplan eigentlich nie so aufgeht, wie wir den kriegen. Also ich weiß auch, wenn ich den einfordere, also ein Pitch-Deck ist das eine, sozusagen im Sinne von, was machen wir wie, wann, und das Businessplan nenne ich mal jetzt den Finanzplan. Ich weiß, dass zu 100%, da wird niemals eingehalten werden. Trotzdem will ich den sehen, einfach um zu verstehen, wie geht das Gründerteam damit um, was für Gedanken haben sie für die ersten 6, 12, 18 Monate, welche Kosten erwarten sie, welche Einnahmen, wie strukturieren sie das Problem, also es ist vielleicht eher so Problemlösungsfähigkeit, die ich dann abchecke, als dass das eintreten wird. Also tatsächlich ist die Person das Wichtige, ja. Ja, die Bereitschaft im Prinzip auch zum unternehmerischen Denken oder die Ablesbarkeit letztlich, dass man. Genau, wenn man das durch Tests wirklich so 100% rausfinden würde, dann würde ich der Erste sein, der dafür Geld ausgibt. Am Ende ist es das dann tatsächlich doch ein bisschen Lebenserfahrung. Man muss den Leuten dann in die Augen schauen am Ende und dann mehrere Gespräche führen und versuchen dann ein Gefühl zu entwickeln, weil es tatsächlich so wahrscheinlich ich weiß nicht, ich will nicht sagen die Mehrzahl, aber mindestens die Hälfte der Projekte
startet, wenn wir investieren, mit einer These und die wird dann mehr oder minder in den nächsten 1, 2, 3 Jahren abgeändert, sodass die wenigsten Startups mit der Idee am Ende Erfolg haben, mit der sie angefangen haben. Die das mutiert. Ist, die ja, Idee sich mutiert. nochmal entwickelt, Genau. ja, genau. Die mutiert. Und ja, man kann es um ein Beispiel zu sagen, was ich mit mutieren meine. Der Roland und ich sind ja beide bei der Affinio beteiligt. Der Roland ist Vorstand dort, ich bin dort im Aufsichtsrat. Wir sind zusammengekommen, weil wir unsere Firmen zusammengelegt haben. Als ich mit der alten, also mit dem Team der Affinio, dem Gründerteam, angefangen hatte, da war das eine Factoring-Gesellschaft, die hat klassisches Factoring gemacht. Heute würde ich sagen, nach allem, was die Jungs geschafft haben, ist das eine Softwarefirma, die zufälligerweise auch noch Geld verleiht. Ja, also die Firma ist komplett mutiert hin zu einer Softwareunternehmen. Am Anfang war das ein ganz normaler, klassischer Finanzdienstleister. Da ist sozusagen am Anfang, als wir gestartet haben, wussten wir nie, dass wir mal eine Softwarefirma werden würden. Ich meine, schwerpunktmäßig kann man das so sagen, Roland, oder? Ich trete euch da jetzt nicht, ich sage nichts Falsches jetzt, Nein. das bitte gleich schreien. Ja. Alles gut. Und das ist so ein Beispiel, wo ich sage, da hat eine Idee, ist einfach mutiert über die Jahre und ein gutes Team schafft das eben, diese Mutation erfolgreich umzusetzen. Und am Ende steht man vor der Firma, die hat dann auch einen neuen Namen. Wir haben damals angefangen, hieß die Firma Elbe Finanzgruppe oder Elbe. Heute heißt es Affinio, ja, also die hat einen anderen Namen, aber das ist auch eine andere Firma. Das heißt, das ist innerhalb von 10 Jahren ein komplett anderes, also nicht komplett, aber im Wesentlichen doch ein anderes Business geworden. Ja. Und das zeichnet irgendwie, finde ich, gute Gründe aus. Und ich glaube, du hattest es ja vorhin gesagt, Alexander, was für uns auch noch ganz wichtig ist, dass man wirklich, ja, gerade in den Anfängen, also ich finde, man merkt das immer sehr gut. Da kommt jemand, das habe ich öfter präsentiert, eine Idee, zeigt mir was und so. Und dann merkt man schon am Anfang, wie ist der eigentlich jetzt hinterher? Also ich muss dem ja nicht hinterhersteigen, sondern der muss ja eigentlich mich gewinnen, ja, weil er muss ja künftig auch Kunden gewinnen. Also da rufen Leute bei mir an und ich präsentieren und sagen, ja, wir melden uns wieder und so. Die melden sich einfach nicht mehr, ja. Oder melden sich viel später oder dann gibt's 1000 Gründe, wieso so nicht melden konnten und so. Da weiß ich aber schon, da habe ich schon ein Gefühl und sagen mir, boah, kriegen die ihr Produkt auf die Straße? Und dann gibt's welche, die kommen also ein bisschen und die auch so ein bleiben. Werbeprozess. Ja, die bleiben einfach dran, also es geht auch gar nicht, die bleiben einfach dran, da merkst du, die haben wirklich, die wollen das wirklich haben, die wollen das kriegen, da habe ich einfach ein ganz anderes Gefühl. Da habe ich schon mal einen Punkt, den ich abhaken kann, wo ich sage, schaffen die das auch, ihr Produkt zu vertreiben draußen? Weil ich meine, wenn ich so ein Startup bin, egal was ich für ein Produkt mache, am Anfang muss das ja immer der Unternehmer selbst vertreiben. Ja, das erlebe ich auch ganz oft, dass mir jemand sagt, da brauchen wir jetzt einen Vertrieb. Ja, am Anfang bist du der Vertrieb. Der Unternehmer ist der Vertrieb. Der muss sein Produkt, der kennt sein Produkt am besten und der muss es auch draußen ausprobieren, muss es vertreiben. Da gibt es niemand, der ihm hilft. Das Team, die Chefs sind der Vertrieb. Ja, und wenn dann schon einer es nicht schafft, an mir dran zu bleiben, wie soll der an seinem Produkt dran bleiben? Das sind so Warnsignale, wo ich sage, da merke ich das sofort. Und das gibt's oft genug. Leute kommen, präsentieren, total begeistern, melden sich nicht mehr. Halten nicht nach. Ja, selbst wenn sie jemand gefunden haben, der investiert und sie mich gar nicht mehr bräuchten oder so, ich würde trotzdem immer in Kontakt bleiben, weil vor der Kapitalerhöhung ist, oder nach der Kapitalerhöhung ist, vor der Kapitalerhöhung einfach das Netzwerk zu pflegen, da merke ich schon, das sind so Kleinigkeiten, die merkt man gleich am Anfang. Ja. Und das fällt mir auf, deswegen habe ich das Pitch, bei euch kann man Pitch-Deck einreichen, die sind aber natürlich auch schon weiter, die Firmen beim Alexander, die sind schon deutlich weiter. Bei mir sind sie ja, wenn ich Startups mache, sind sie recht am Anfang und wer zu dir kommt, ist vermutlich schon so professionell, dass er das gar nicht mehr falsch macht. Aber das für schön wär's. Du hattest vorhin die Telefonnummer erwähnt. Genau. Ja, also das ist, ist erstaunlich, wie viel, ja, also das ist wirklich aber das ist ganz viel Lebenstüchtigkeit oder einfach die Erfolgsfaktoren, die mich auch als Angestellten erfolgreich machen oder als Unternehmer, ist fast manchmal egal. Also ein gewisses Selbstmanagement-Fähigkeit ist tatsächlich A und O. Muss man auch bedenken, dass ein Startup eine Dauerkrise ist. Also wenn Leute schon nicht mehr schaffen, hinterherzuhalten beim Investor, was machen die dann, wenn ein Unternehmen in eine Krise ist? Und es ist ja am Anfang sowieso, es funktioniert nichts zu Beginn. Man hat keinen Vertrieb, muss aufgebaut werden, hat kein Marketing, muss aufgebaut werden. Es ist eine ständige Krisensituation und da muss man resilient sein und wir brauchen Leute, die da widerstandsfähig genug sind, das auch durchzustehen. Ja, und auch ein gutes Team, das versteht, dass die Idee allein eben nicht reicht und dann nicht sagt, du machst jetzt den Vertrieb oder wir kaufen uns jemand, sondern dass sie verstehen, dass sie als Start-up-Team sich schon so aufstellen müssen und dann gegebenenfalls noch einen Partner suchen, der eben sagt, ich habe Bock rauszugehen und zu fragen. Da hatten wir im letzten Podcast einiges erzählt, wie viele Jahre es manchmal dauert, eine Idee dann tatsächlich auch sozusagen in so ein bestimmtes Level zu bringen und was es dafür letztlich braucht. Gehen wir davon mal aus, dass wir jetzt gematcht, gepitcht und uns gefunden haben
Und dann startet quasi unsere Partnerschaft. Wir haben es eben schon ein paar Mal herausgehört. Roland, welche Paarkonstellationen aus deiner Erfahrung sollten Startups auf keinen Fall eingehen in der Finanzierung und warum? Ja, die Regel ist immer mit Profis zu arbeiten. Also es hat keinen Zweck, einen Zahnarzt oder einen Rechtsanwalt als Investor zu haben, weil die in einer Krisensituation erst alles erklärt bekommen müssen, zum einen, und weil sowieso so jemand wie ich in so ein Unternehmen nicht mehr investieren würde, wenn so jemand drin ist, der 40% als Zahnarzt der Company gegeben hat, sozusagen. Es funktioniert einfach nicht, diese Konstellation. Also mit Profis arbeiten wäre das absolut Wichtigste. Also keine Laien als Investoren und keine Leute, die direkt mal 60% haben oder 40%. Also auch die Verteilung. Und auch Bekannte oder so, hattest du im Vorfeld mal gesagt. Ja, also so die Familie als Investoren ist auch keine so gute Idee, finde ich, weil wenn das Unternehmen scheitert, was ja nicht ungewöhnlich wäre, dann hat man gleich einen Impact in der Familie. Wenn ich mal das Geld meiner Schwiegermutter durchgebracht habe, könnte die Lage schwierig werden in der Familie. Also. Ausgerechnet der Schwiegermutter. Ist natürlich oft so, dass es da am Anfang gar keine andere Lösung gibt, als dass die Verwandten zusammenlegen. Der Papa gibt ein bisschen was und die Oma gibt was. Und man sollte da, ich hatte letztens auch so die zweite Runde macht der Opa zu der doppelten Bewertung. Ich habe gesagt, lass den Opa bitte raus. Machen wir das nicht. Ist der Opa reich? Habe ich gesagt, ist der Millionär? Dann können wir es nehmen. Wenn der Opa nicht Millionär ist, lass den Opa raus. Wir finden das Geld auch woanders. Das ist aber natürlich klar, wenn man anfängt, dann wen fragt man natürlich? Man fragt natürlich erstmal die Verwandten und Bekannten. Und wenn man die schon mal überzeugt hat man ja schon mal zumindest die erste kleine Hürde genommen. Aber der Roland hat recht, im besten Fall professionalisiert es nachher. Und du kannst natürlich auch dann in so einem Fall, also ich habe, wie gesagt, so einen Fall auch schon ein paar Mal gehabt, da muss man einfach gucken, dass die Verwandten, dass man denen entweder die Anteile wieder abkauft, dass man die mit Verzinsung rausnimmt oder dass das da eben auch nicht vertraglich geregelt ja, beziehungsweise dass die auch nicht, dass die da nicht drunter leiden, wenn es schief geht, dass auch dann noch weil oftmals geben die da schon ganz ordentlich Geld dran am Anfang. Ja. Natürlich glaubt man ja an seine Kinder und der Roland hat recht, sollte man versuchen zu lösen, ohne Verwandte. Wir hatten, oder? Ja, stimmt, aber mit deinem Matching, wenn du das jetzt auch auf das Matching zwischen Gründerin und Gründer und Investor siehst, ist das eine. Wenn ich aber mir die Gründer anschaue, dann spreche ich wahrscheinlich für alle von uns, insbesondere für jemanden, der an der Code University lehrt. Es muss technischer und Businessverstand zusammen sein. Dieses Matching muss es geben. Also es kann zwei Super-Techies, die sagen, das ist ein Produkt, das ist so toll, wird sich verkaufen, klappt in 99% der Fälle nicht. Zwei Business-Guys or Girls, die sozusagen sagen, ich kaufe mir die Technologie ein, geht auch nicht, weil es muss ein Verständnis da sein dafür. Also komplementär ist so ein allgemeines Wort, aber da muss ein Matching da sein und das muss eine gewisse Technologie, Software und Wirtschaft müssen irgendwie ein wirtschaftliches Verständnis müssen einhergehen. Also auch in dem Matching nicht zwischen Investor und Gründer, sondern im zwischen Team den Gründern. selbst. Ja, und was auch ein wichtiger Punkt dabei ist, Einzelgründer haben deshalb viel schlechtere Chancen sozusagen. Sie haben als Unternehmer ist es schwerer sozusagen, weil es natürlich total schwer ist, all diese Fähigkeiten einer Person zu vereinigen. Also das ist sehe ich auch so. Manchmal gibt es natürlich sehr Begabte, aber denen muss man dann auch gleich sagen, bau dir bitte ein Team auf, also such dir was. Ich meine, ich glaube, dass das richtige Team am Start zu haben am Anfang ist schon eine der ganz wesentlichen Gründungsleistungen. Ja? Ich glaube sogar, ich würde sogar aus eigener Erfahrung so sagen, ich hatte, jetzt wo wir drüber sprechen, fällt es mir ein. Ich hatte letztens jemand, das war wirklich eine gute Idee. Ich kannte einen davon schon sehr lange, der hat da sozusagen erst dazugekommen. Dann habe ich das Team gesehen und von dem Team waren 4 Leute. Und da haben 2 einfach nicht dazugepasst. Ich habe gesagt, ihr habt eigentlich eine gute Idee. Ihr macht es doch eigentlich gut. Die haben auch schon Umsatz gemacht und so. Die waren eigentlich, aber ich habe gesagt, die 2 Leute, die du da drin hast, denen würde ich kein Geld geben. Einfach, weil die einfach nicht dazugepasst haben. Ja, also es kann natürlich auch sein, wenn so ein Team falsch aufgestellt ist, dass die deswegen nicht vorkommen, weil die Investoren sagen, boah, ihr seid gar kein Team. Und das merken die dann manchmal selbst gar nicht. Aber deswegen ist die erste Gründungsleistung eigentlich, dass man wirklich sozusagen selbst sich so matcht, wer passt zu wem, ergänzen die sich die Stärken und Schwächen, passen die auch zusammen, sind das im Zweifel auch Freunde. Wenn die sich zerstreiten, das ist ein Wahnsinn für uns Investoren, ja, da ist ein Gründerteam und dann hat einer einen Burnout oder die zerstreiten sich, dann ist ja alles wahnsinnig fragil in so einer Gründung. Ja, wir haben gerade
vorhin draußen drüber gescherzt. Ja, ich meine, klar, du kriegst irgendeine Bewertung, aber wenn das Team auseinanderbricht, dann wird plötzlich die Bewertung ist von einem auf den anderen Tag möglicherweise 0. Ja, das heißt, dass so ein Team zusammen ist, dass die wirklich zusammenbleiben, dass sie sich finden, ist von essentieller Bedeutung. Und deswegen ist das der erste aus meiner Sicht wichtigste, einer der wichtigsten Gründungsschritte. Ja, das kann ich sag mal Studenten auch immer, wer es nicht schafft, einen Co-Founder zu überzeugen, wie wollt ihr dann glauben, dass er Investoren und Kunden überzeugt sozusagen, wenn ich nicht mal einen kriege dazu, mit mir so ein Projekt durchzuführen. Und dann müssen die noch zusammenpassen und die müssen auch in der Krise zusammenpassen und die müssen sich auch richtig gefunden haben. Die dürfen sich dann nicht streiten wie die Kesselflicker, wenn es mal wirklich, und es wird ja, wie der Roland sagte, Gründen ist immer Krise, ja. Das sind also viele, deswegen ist das schon eine ganz wichtige Sache auch am Anfang, dass man sich mit den richtigen Leuten zusammentut. Ja. Wir hatten ja vorhin alle gesagt, dass so eine Gründung so ein Marathon ist, irgendwie bis ein Unternehmen erfolgreich ist, 5, 8, 10, 12 Jahre eher am hinteren Ende. Und da passieren so viele Dinge, dass Leute die Lust verlieren, gesundheitlich nicht können, sich zerstreiten. Also es gibt viele Dinge. Deswegen ist einer der Gründe, warum Teams besser sind. Wenn jemand von 3 Leuten einer oder eine wegfällt, dann ist das Team immer noch da oder man kann machen. Und einer der anderen Gründe von uns dreien ist wahrscheinlich auch, dass wir wie bei einer Ehe, die auch auseinandergehen kann, was will keiner am Anfang, macht man einen Ehevertrag und so macht man auch zwischen den Gründern, sollte man das haben und auch zwischen Gründern und Investoren einen sehr guten Beteiligungsvertrag, der die Sachen regelt, sodass man in dem Moment, in dem alle noch ineinander verliebt sind und sagen, wir wollen diesen Weg gemeinsam gehen, diese Gründung oder dieses Investment machen, regelt, was passiert, wenn irgendwas anders ist, als wir uns das jetzt vornehmen. Und also das hat sich sehr bewährt, da guten Wert drauf zu legen, das zu durchdenken, mit allen so zu besprechen, dass auch die das nicht täglich machen, nämlich die Gründer und Gründer verstehen, was sie da machen, weil man dann in 3, 4 Jahren mal irgendwas passiert, weiß, das haben wir vereinbart, das machen wir jetzt so und wenn wir es anders machen, dann machen wir es zumindest so, was alle wollen. Ja, wichtig. Letzte Frage leider, obwohl wir noch gerne weitersprechen möchten. Die geht mal an Roland. Wie lange dauert jetzt dann so eine Beziehung und wann endet sie? Wir haben eben schon gehört, vielleicht hat einer keine Kraft mehr und gibt auf. Also wie ist es zu Ende und wodurch? Also sie kann sehr lange dauern, haben wir schon gehört. Ich habe Beteiligung seit 20 Jahren zum Teil. Das ist nicht unüblich, hängt ja vom Geschäftsmodell ab, was sie betreiben. Und es endet in diesen Fällen möglicherweise nie. Also viele Leute sind länger als Gesellschafter als verheiratet sozusagen. Das ist also eine Schön, dass wir diesen Vergleich jetzt immer bringen, aber ja. Und natürlich sind die anderen Möglichkeiten, es gibt einen positiven Exit, in dem die Firma verkauft wird, oder es eine IPO gibt, man dann seine Anteile verkauft. Das ist eine Möglichkeit. Oder eben, es gibt einen negativen Exit, die Firma irgendwann wird insolvent und löst sich dahingehend auf. Also es dauert lange und es gibt den positiven Exit natürlich auch nicht so oft, muss man auch sagen, im Verhältnis zu den anderen. Ich würde es 1:1 unterschreiben, was der Roland sagt. Genau so ist es. Und ich bin auch in Firmen über 20 Jahre beteiligt. Ja, es ist wie am Ende sind das Freundschaften, die man wirklich mit Leuten zusammen macht. Und das ist auch, da bin ich auch sehr, sehr glücklich drüber, dass man diese Freundschaften hat, weil man ja über diese lange Zeit auch durch viele Krisen gemeinsam gegangen ist. Und wenn es so lange gehalten hat, dann ist das Schönste eigentlich die Freundschaft. Ich möchte noch was ergänzen. Kann ich kurz was ergänzen? Ja. Also diese Fälle sind aber typische Angel-Fälle. Das sind keine Fälle von VC sozusagen. Das sind keine VC-Fälle, weil er muss raus. Deswegen wollte ich nochmal Wasser an den Wein gießen. Angel haben das Privileg, das auch mal 20 Jahre zu machen. In der Familie Fonds sind ja üblicherweise eine Laufzeit von 10 Jahren. Genau. Das heißt, da muss auch den Gründern und Gründern klar sein, das mache ich jetzt nicht, das gebe ich nicht normalerweise an meine Kinder und Enkel, sondern das mache ich so lange, mein Ziel ist, ein Unternehmen aufzubauen, das auch zu verkaufen und an die Börse zu bringen, wie Roland sagt. Das heißt, also dieser Wunsch nach dem Exit, wie wir es nennen, also dem Verkauf, der muss den Gründern, die Venture Capital nehmen, dann schon klar sein. Beim Angel mag das anders sein. Danke nochmal für den Unterschied. Das war wichtiger Unterschied ist genau. So. Ja. Bleibt mir nur noch euch zu danken. Vielen Dank, Roland, Markus und Alexander, für den Austausch und für den Input. Und wir freuen uns auf das nächste Mal. Danke, Tabea. Vielen Dank, dass wir da sein durften. Dankeschön.